Du besitzt ein Apple iPad Pro 2020, hättest gern eine solide Tastatur mit stabilem Standfuß, möchtest aber keine 330 € für das Magic Keyboard 2020 von Apple ausgeben? Ich stelle dir heute für unter 50 € eine durchaus funktionelle Alternative vor. Heute zeige ich dir eine Schutzhülle plus Tastaturdock für das iPad Pro 2020 aus dem Hause Inateck. So, hier haben wir den schlicht gehaltenen Karton. Hier haben wir den Produkthersteller. So, dann schauen wir mal rein in den Karton. Da haben wir einmal die Betriebsanleitung und hier haben wir nochmal eine kleine Anleitung, wie man die Tastatur von der Schutzhülle trennt. Dann klappen wir das Ganze mal auf. Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Tada! Hier haben wir nochmal eine kleine Verpackung für das Ladekabel. So, weiter ist da nichts drin. Da hätten wir einmal das USB-A auf Micro-USB-Kabel. Gut, dann würde ich sagen, dann packen wir erstmal das iPad hier in die Hülle. Also diese Schutzhülle von Inateck inklusive der andockbaren Tastatur ist für die 11 Zoll Variante des iPad Pro 2020 gedacht. Falls du dich gerade fragen solltest, warum mein Display so komisch matt aussieht, das ist eine spezielle Displayschutzfolie der Marke Belmont Smooth Touch, also ist eine matte Paper-like Folie. Paper-like deswegen, da diese Oberflächenstruktur dieser Folie einmal mattiert ist und einmal sich halt von der Haptik sehr rau anfühlt. Also hat man fast schon das Gefühl, als ob man auf Papier schreiben oder zeichnen würde. Dann setzen wir das Tablet einfach mal ein. Am einfachsten ist das Einsetzen, wenn man sich die obere Kante oder die untere Kante nimmt. Dann setzt man das iPad einmal an. Also ich mache es jetzt mal an der unteren Kante, drückt es einmal in die Ecke, dann in der gegenüberliegenden Ecke. So, jetzt sitzt es schon mal unten fest drin und dann arbeitet man sich oben halt weiter durch. Drückt es halt an einer Ecke rein, kann dieses TPU-Kunststoff sehr gut ein bisschen biegen. Dann klippt man das so rein und dann halt das letzte Stück über den Knopf und das war es dann auch schon. So, das iPad sitzt jetzt in der Schutzhülle, sitzt auch sehr straff drin, macht einen soliden Eindruck. Man hat auch hier so ein bisschen abgehobene Kanten, die stehen ungefähr 1 Millimeter hoch. Das heißt, wenn man im abgedockten Zustand das Tablet auf der Displayseite einmal auf den Tisch legen sollte, dann hat es keinen direkten Kontakt mit dem Display, sondern liegt hier einmal auf diesem Rahmen auf, weil der halt so ein bisschen erhaben ist. Das ist ganz gut und wichtig. Also hier sieht man einmal unter dem Display hat man so eine Aussparung, da kann man zum Beispiel den Apple Pencil einsetzen, wenn man halt nicht benötigt für den Transport. Damit er nicht verschütt geht, kann man praktisch hier einklippen und hier ist praktisch in der Leiste oder in der Leiste ist ein Magnet verbaut. Das heißt, wenn man das Display im Normalfall hochklappt, dann sitzt dieser Magnet direkt da dran und den Apple Pencil, den sieht man erst gar nicht. Es hat auch den Vorteil, dass dieser Magnetverschluss dort ist, dass einmal das ganze Gestell ein bisschen stabiler macht, dadurch, dass es hier dran ist. Und der andere Vorteil ist, dass man hier so einen leichten Winkel hat.
Das ist halt sehr angenehm beim Schreiben auf der Tastatur. Kennt man ja auch bei Desktop-Tastaturen, dass man hinten so Klappfüße hat, die man halt aufstellen kann. Wenn einem der Winkel halt zu steil ist von der Tastatur, dann kann man es natürlich auch so ein bisschen nach vorne ziehen und dann liegt es halt flach auf dem Tisch auf. So, bevor wir die Tastatur in Betrieb nehmen, gehen wir nochmal ganz kurz zur Rückseite. Ist auch nicht ganz unwichtig, und zwar haben wir hier einmal so eine Aussparung. Hier sehen wir ein Metallscharnier und wenn man halt hier in die Aussparung reingeht mit dem Finger, dann können wir praktisch das Teil nach unten klappen und haben damit praktisch auch einen Standfuß. Ich kann das nochmal von der Seite ein bisschen zeigen. Ja, mit diesem Standfuß und dem Metallscharnier kann man das halt sehr flexibel einstellen. Ist halt eine schöne Sache und der ist auch bombenfest. Schon fast zu fest. Aber besser fester als zu locker. Soll ja dann auch halten und nicht irgendwie nach der Zeit beim Arbeiten dann nach hinten klappen. Das hat ja dann auch keinen Sinn. Ja, so, dann schalten wir die Tastatur jetzt mal ein und versuchen das im Anschluss mal mit dem iPad zu koppeln. Also der An- und Ausschalter ist hier oben, den legen wir einmal um und das Ganze fängt schon mal an zu leuchten. Das Koppeln der Tastatur mit dem iPad sollte für jedermann eigentlich ein Kinderspiel sein, und zwar braucht man dafür lediglich hier unten die FN-Taste einmal kurz drücken, hier oben die Delete-Taste, hier ist auch nochmal ein kleines Bluetooth-Symbol. Wenn man diese beiden Tasten gedrückt hat, dann fängt diese blaue LED an zu blinken und man kann es in dem Menü, in den Bluetooth-Einstellungen einfach zu seinen Geräten hinzufügen. Die Tastatur findet man im Bluetooth-Menü unter der Bezeichnung Inatec KB02005. Kommen wir nochmal zur Tastaturbeleuchtung. Wir haben hier nochmal so Sondersymbole mit so einem kleinen Lämpchen davor. Diese sind alle für die Tastaturbeleuchtung gedacht. Und zwar müssen wir, wenn wir diese 3 Bereiche personalisieren wollen, müssen wir ganz am Anfang den Random-Modus von diesem Pulsieren deaktivieren. Das machen wir über die FN-Taste und diese Taste, also Lämpchen C. Da kann man es halt an- oder ausstellen, dieses Pulsieren. Und hier sieht man, jetzt bleibt es praktisch bei dieser Farbkombination. So, fangen wir einfach mal mit dem linken Bereich hier an. Dafür halten wir die FN-Taste hier unten gedrückt und drücken hier dieses Lämpchen L so lange, bis wir die gewünschte Farbe erreicht haben. Nehmen wir einfach mal diesen Rotton. Dann halten wir wieder die FN-Taste gedrückt, dann gehen wir auf dieses Lämpchen M. Für den mittleren Bereich nehmen wir auch Rot und Lämpchen R für den rechten Bereich. So, jetzt haben wir alle 3 Bereiche einheitlich rot. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. Wenn wir jetzt eine eigene Farbkombination in den Bereichen erstellt haben, können wir auch diese gezielt pulsieren lassen. Das macht man dann auch mit der FN-Taste. Die halten wir kurz gedrückt und dann drücken wir die Space-Taste bzw. Leertaste und dann können wir halt diese Farbkombination pulsieren lassen. Ist eine nette Spielerei, muss man jetzt nicht dauerhaft anmachen. Geht ja auch so ein bisschen auf die Batterie, alles was mit LED zu tun hat. Also die Arbeitszeit zum Beispiel bei dauerhafter LED-Beleuchtung liegen bei ca. 10 Stunden. Und ohne LED-Beleuchtung knapp bei 12 Tagen. Des Weiteren haben wir hier in der obersten Reihe noch Funktionstasten, die auf das iPad zugeschnitten sind, wie zum Beispiel Laut-Leise-Regelung, Muten, Steuerungselemente für einen Player, für Videowiedergabe oder Musikwiedergabe. Dann können wir hier zum Beispiel, wenn wir irgendwo eine App geöffnet haben, mit der ersten Taste hier, das ist die Home-Taste, damit gehen wir zurück, dann kann man die Helligkeit regulieren und so weiter. Hier nochmal sperren. So, dann gucken wir uns nochmal kurz an, wie man das iPad von der Tastatur trennt.
Dafür klappen wir den Standfuß einmal ein. So, jetzt sehen wir in diesem Übergangsbereich so 2 Plastikstifte, Kunststoffstifte, die hier in diesen Führungen eingelassen sind. Laut Anleitung soll man praktisch diesen flexiblen Bereich einmal untergreifen und dann diesen Plastikstift einfach nach oben rausziehen, bis er hier so rausflippt. Den anderen bei der anderen Seite muss man das nicht machen, da man jetzt einfach diese Schiene nach oben ziehen kann und aus der Führung gleiten kann. Und damit ist praktisch das Tastaturdock abgedockt. Hier sieht man auch ganz gut, dass das Case die Lautsprecher nicht verdeckt, beziehungsweise den USB-C Ladeeingang, und auf der anderen Seite ebenso nicht, genauso wie die Mikrofone, die sich hier befinden in der Mitte. Der Power-Button sollte sowieso nicht verdeckt sein. Da die Kamera hier etwas tiefer eingelassen ist, besteht auch nicht so schnell die Gefahr, dass man sich diese halt sehr schnell zerkratzt, wenn man das iPad mal auf dem Rücken ablegt und ein bisschen auf den Tisch hin und her bewegt. Wie schon gesagt, im abgedockten Zustand kann man den Standfuß natürlich dann auch benutzen. Dadurch, dass man den Winkel auch hier sehr flach einstellen kann, kann das Zeichnen halt dadurch oder das Skizzieren halt sehr angenehm sein, wie ich finde. Wenn man zwischendurch mal eine Pause einlegen möchte, dann braucht man den Pencil nicht zwangsläufig immer hier oben anzudocken, sondern kann ihn auch hier in einer der beiden Öffnungen einfach mal kurz parken. Egal ob für die Arbeit, das Studium oder zur Unterhaltung, mit Funktastatur, Schutzhülle und Halterung für den Apple Pencil ist dein iPad Pro für jede Situation optimal ausgestattet. Und für den Preis von knapp 50 € kann man wirklich nicht viel falsch machen. Den Link packe ich euch wie gewohnt in die Videobeschreibung. Wenn dir mein heutiges Video gefallen hat, dann zeig es mir gerne mit einem Like. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit frischem Techniksalat auf meinem Kanal. Ciao.